Willkommen zu diesem Video. Heute haben wir hier diesen Mercedes SLK und der hat ab und zu ein wirklich minimales Quietschen beim Lenken und dieses Geräusch ermitteln wir jetzt zusammen mit euch. Viel Spaß! Für uns geht es natürlich erstmal auf eine Probefahrt, um das Geräusch überhaupt zu hören und naja, so wirklich hören konnten wir das Geräusch auf der Probefahrt nicht. Das Geräusch eben war übrigens nicht das gesuchte und die Kamera wird gleich schärfer. Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts, also machen wir jetzt den Herbert Grönemeyer auf unserem Hof. Also besser hätte ich das nicht beschreiben können, aber ihr müsst jetzt gleich einmal ganz genau hinhören. Da war der Fehler, da habt ihr es gehört. Und das ist jetzt die Grundlage, auf der wir eine Diagnose stellen sollen. Nee, wir versuchen den Fehler nochmal zu provozieren, um uns vielleicht ein etwas genaueres Fehlerbild zu erstellen. Aber da hatte der SLK jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Das heißt, wir müssen die wirklich etwas härteren Geschütze auffahren. Weil man das Geräusch noch nicht komplett orten kann, beziehungsweise wir nicht wissen, von wo das kommt, haben wir jetzt hier ein Geräusch auf dem Gerät. Und jetzt wird der SLK ein bisschen verkabelt. Am Ende kann man dann zwischen den Farben hier umschalten und je nachdem, von welcher Farbe das Geräusch dann kommt, hören wir, von welcher Bremse das dann logischerweise auch kommt. Keine Ahnung, was ich im Video da bezwecken wollte, aber es heißt Geräuschsuchgerät. Hier seht ihr einmal, wie wir gerade dabei sind, den SLK zu verkabeln. Und ja, wir hoffen uns halt davon, dass wir gleich hören können, von welchem Rad die Geräusche kommen. Und mit diesem Schätzchen, was ein bisschen aussieht wie ein Auto aus James Bond, dürfen wir gleich die Fehlersuche weitermachen und auf die Straße. Wichtig ist vor allem, dass die Kabel wirklich überall fest sind, auch unterm Auto, damit die sich halt nicht an den drehenden Teilen oder den Rädern verhadern können. Und weil auf der Probefahrt auf den öffentlichen Straßen nichts rausgekommen ist, geht es wieder weiter auf unserem Hof. So, das reale Video hiervon ist 2 Minuten lang. Ich zeige euch das Ganze einfach auf 4-fache Geschwindigkeit gerade und ja, nochmal Herbert Grönemeyer wäre halt ein bisschen langweilig, ne? Von daher suche ich jetzt einen anderen Zeitvertreib. Ihr könnt mal gerne den Kanal abonnieren. Das ist für euch kostenlos und es zeigt uns halt eben, dass ihr mehr von unserem Content haben wollt. Und naja, wir laden jeden Freitag was hoch, das unterstützt halt eben auch vor allem die Motivation, ne? Und jetzt habe ich sehr viel geredet, ohne eine wirkliche Überleitung zu schaffen, von daher schneide ich den Rest einfach weg. Und da sind wir wieder auf unserem wunderschönen Hof und drehen wieder unsere Runden. Und ja, was soll ich sagen? Gleich hört ihr das Geräusch und danach gibt es eine Wendung in diesem Fall. Mann, Mann, Mann. Plötzlich hatte der SLK nämlich richtig Bock. Oha.
Also jetzt ließ sich wirklich klar herausstellen, dass die Bremsklötze kaputt sind. Aber was hat dieses Auto mit uns vorgehabt, dass der uns auf 10 Probefahrten schickt, das ganze Auto verkabeln lässt, uns wirklich alles Mögliche machen lässt und auf einmal, ja gut, da mache ich jetzt einfach mal alle 3 Sekunden dieses Quietschgeräusch und bei jedem Lenken. Sag mal, wollt ihr da uns irgendwie fair? Also in dem Auto waren Zubehörklötze verbaut und zwar von Erstausrüsterqualität. Aber Mercedes hat diese Klötze mal geändert und zwar hatten die von Mercedes, die Originalen, da Gewichte dran. Und die haben diese Zubehördinge halt nicht. Also fängt das an zu quietschen. Die Belagstärke war noch super und die sind auch technisch noch in Ordnung. Nur halt, dass die eben anfangen zu quietschen. Aber der Kunde meinte, das stört ihn nicht. Hauptsache, technisch ist alles in Ordnung. Wir hatten so vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, müsste das gewesen sein, so ein Ford Fiesta hier. Der hat uns auch relativ gut